nenne ich Tabula Rasa. Ich nenne es so, weil es eine bestimmte Tabula Rasa in meinem Leben bedeutet, was ich eines Tages entdeckt habe. Ich habe jetzt ein paar Jahre nicht davon berichtet, möchte es aber wieder tun, ehe es ganz verloren geht. Und zwar habe ich eines Tages festgestellt, dass ich beobachtet werde. Diese Beobachtung sieht so aus, dass es Personen gibt, die mich erwarten an einem bestimmten Punkt. Also bei mir in der Nachbarschaft, in der Gegend, wo ich hingehe, Supermarkt, wo ich hingehe oder wo auch immer. Es steht Fahrradweg, es steht eine Person da, die hat auffälligerweise ein Handy in einer bestimmten Art und Weise in der Hand. Wenn es wirklich ein Handy ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es nicht so aus der Nähe gesehen. Aber es sieht auf jeden Fall so aus wie ein Handy und wird auch gehandhabt wie ein Handy. Und sie sitzen schon da, haben dieses Teil in der Hand, so als würden sie wissen, dass ich da vorbeikomme und sie checken, ob ich in dem Timing stimme, ob das noch übereinstimmt, in akzeptabler Art und Weise. Das habe ich vor einigen Jahren, das ist jetzt vielleicht insgesamt 6, 7 Jahre her, dass ich es bemerkt habe und was mich natürlich irgendwann dazu veranlasst hat, dass ich mich frage, wer bin ich? Welche Signale sende ich aus, dass man die mit einer App oder so einem Handy empfangen kann, verifizieren kann, überprüfen kann, ob das alles zusammenpasst gegenüber einer App, die schon weiß, wo ich wann sein werde, weil genau an der Straße der Hausnummer oder an dem und dem Acker oder Feld steht jemand und checkt das. Also muss irgendetwas mit mir los sein. Das kann ich aber selbst nicht überprüfen, weil das, wenn, dann schon genetisch ist und von meinen Genen ausgeht oder sonst irgendwie ausgestrahlt wird körperlich und dass mir vielleicht im Laufe von Operationen irgendwann mal was implantiert wurde, das etwas ein Signal aussendet, das die empfangen. Das wollte ich gerne nochmal sagen. Das heißt, irgendetwas ist mit mir los und nicht nur mit mir, sondern wir müssen aufpassen. Irgendetwas geschieht, da haben wir keinen Überblick drüber. Wir denken zwar, wir wissen alles, das wissen wir aber nicht, sondern es geschieht etwas auch noch auf einer anderen Ebene, parallelen Ebene zu dem, was wir im Alltag leben. Und das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Das heißt, da wir das noch nicht wissen, es wird ja nicht publiziert, können wir das noch erwarten in Zukunft. Es wird über uns hereinbrechen und uns sozusagen umhauen, dass es Tatbestände gibt, an die haben wir nie gedacht und wir hätten es niemals für möglich gehalten, dass dieses möglich ist. Aber ich möchte euch sagen, es ist möglich und wir sollten uns rüsten, auch jetzt in all diesem Chaos und bei den Problemen, die es gibt. Rüsten dafür, dass es knallhart kommen kann und dass es uns sozusagen aus der Bahn wirft. So sehr knallt es. Aber wichtig ist, nicht zu kneifen davor. Es hat auch keinen Sinn, herumzujammern, sondern wir können uns dem nur stellen und das durchhalten. Sozusagen, so würde ich das mal nennen. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, du hast keine Macht darüber, aber du sagst dir, ich gehe da durch. So,
Was soll ich anders machen? Ist besser, als davor wegzulaufen und immer wieder woanders hinzulaufen und immer wieder woanders hinzulaufen und immer wieder kommt jemand, der entdeckt dich und entdeckt, was du tust. Ja, das ist wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Und das ist so gewaltig anders, dass es sozusagen wie ein Sog aus dem Alltagsleben herauszieht, dich in eine ganz neue Konstellation schleudert, in ganz neue Zusammenhänge und Fakten, von denen weißt du gar nichts. That's the point. Wenn du es wüsstest, wäre es nicht so tiefgreifend, aber du weißt nichts davon, weil du nichts davon wissen kannst. Man hat es so gemacht, dass es dir nicht offenbar wird. Dir ist nicht klar, was du aussendest. Dir ist nicht klar, was in deinem Körper enthalten ist und was dein Körper alles produziert. Das weißt du nicht. Aber ich möchte es darum in den Raum werfen, Raum in Anführungsstrichen, dass wir das nicht vergessen, sondern macht euch bereit dafür, dass immer wieder neue Fakten kommen. Und das ist eben der Punkt, die Wahrheitssuche, die Wahrheitsfindung. Ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen drüber. Ich ziehe das jetzt auch schon, ich glaube, 7 Jahre durch, dass mir das immer wieder begegnet. Und ich mache mir da keine großen Gedanken mehr drüber. Aber ich würde schon gerne wissen, was ist los mit meinem Körper, und da hat man den herummanipuliert. Ich hatte ein paar Operationen nach schweren Unfällen und man weiß ja nicht, wenn man ohnmächtig ist, was an einem gemacht wird oder in einem. Ich halte es für durchaus möglich, dass mir da irgendetwas eingebaut wurde, was Signale sendet. Und das heißt auch die Zeit erfasst, die Uhrzeit erfasst, Tageszeit, Jahreszeit erfasst, den Standort erfasst. Das ist alles klar, das wissen die ganz genau, auf den Millimeter genau. Und ich fühle so, es wird abgescheckt, ob sie das noch akzeptieren können oder ob ich zu weit abweiche. Das heißt, funktioniere ich noch in ihrem Sinne, sozusagen, oder in dem Sinne ihrer Auftraggeber. So, das wollte ich gerne sagen, so läuft es. So etwas kommt noch auf uns zu in unserer Gesellschaft und ich schätze mal, es wird alles jetzt kommen. Und das ist gut so. Ich habe ja eine kleine Kapelle als Bild, die poste ich begleitend hier zu diesem Text. Eine wunderschöne kleine Kapelle, die eben etwas anderes ist, zum Beispiel als der Vatikan. So, sie ist eher so auf der Seite von Jesus, während der Vatikan eher, würde ich mal sagen, auf der Seite von Satan ist, was das Bedürfnis nach Macht betrifft. Und Machtmissbrauch auch in der Geschichte, Kirchengeschichte betrifft. Mord und Totschlag ohne Ende. So, aber wer jetzt hier hintersteckt, weiß ich nicht. Ich mache jetzt hieraus ein Video. Und falls euch auch so etwas geschieht und ihr so etwas erlebt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Also es ist so, du fühlst plötzlich, irgendetwas geht ab, du weißt aber nicht genau, was abgeht. Und dann kommt es wie ein Puzzle zusammen und du fühlst immer mehr bestimmte Richtung und bestimmte Konstellationen und dann ergibt sich in dir sozusagen ein Bild des Geschehens, was so langsam durchschimmert und dann denkst du, Wahnsinn, was geht ab? Was wollen die von mir? So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute, ja, Shalom, sage ich.
what I say.